Hi, Anja hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Archos auf der IFA 2017 in Berlin und ich habe hier vor mir das Kodak Tablet 10. Kodak und Archos haben Kodak Eastman und Archos haben eine kleine Partnerschaft und in Europa bringen sie das Kodak Tablet 10 und Kodak Tablet 7 auf den Markt. Und ja, hier schauen wir uns jetzt gerade das Kodak Tablet 10 an. In Deutschland ist es tatsächlich schon verfügbar, kostet 159 €. Daran seht ihr schon, es ist ein eher billiges Tablet. Und ja, mit 159 € ist das recht billig. Das Besondere hier dran ist zum einen natürlich das Kodak-Branding. Ja, die Kameras sind nicht so gut vermutlich, aber das Kodak-Branding ist auf jeden Fall das Besondere hier dran. Eine weitere Besonderheit ist aber, dass wir zu dem Preis 3G integriert haben. Also ihr könnt hier mit direkt online gehen mit einer entsprechenden 3G-Karte. Übrigens direkt 2 Karten, also es hat einen Dual-SIM-Karten-Slot. Und ja, schauen wir uns das Tablet doch mal ein bisschen genauer an. Wie gesagt, das hier ist die Verpackung, so wird es dann aussehen, wenn ihr es kauft. Wie gesagt, 159 €. Dann haben wir hier das Tablet selber. Das ist ein 10,1 Zoll großes Tablet mit einem 10,1 Zoll großen IPS-Display. Die Blickwinkel sind auch ganz in Ordnung. Also die sind nicht schlecht, also kein bisschen sogar, sondern sind ganz gut. Und wir haben hier eine Auflösung von 1280 x 800 Pixel, ist also eine HD-Auflösung. Tablets zu diesem Preis haben in der Regel immer eine HD-Auflösung, das Lenovo Tab 410 zum Beispiel oder das Huawei MediaPad T310. Die haben auch nur eine HD-Auflösung, sind sogar ein klein bisschen teurer, also 10 € teurer, haben aber kein 3G. Gut, also so ein Display haben wir hier drin, dann haben wir hier drin einen 1,3 MediaTek QuadCore-Prozessor. Das ist nicht der schnellste Chip, für normale Anwendungen müsste der ausreichen, vor allem weil das Display hier nicht sehr hochauflösend ist. Aber die neuesten High-End-Spiele, Asphalt extrem in den höchsten Grafikeinstellungen, das wird man hier drauf vermutlich nicht so spielen können. Ich konnte die Performance jetzt nicht genau testen, weil es hier ein Messegerät ist und ich kein Internet habe. Ja, aber die Performance für Asphalt extrem maximalen Grafikeinstellungen ist vermutlich nicht so gut dafür geeignet, auch weil der Arbeitsspeicher hier mit 1 GB relativ klein ist. Der interne Speicher ist hingegen vergleichsweise groß, es gibt nämlich 32 GB internen Speicher. Gut, gehen wir mal ein bisschen um das Tablet herum. Wir haben hier einen schwarzen Rahmen, hier nochmal das Kodak-Logo, dann eine Frontkamera. Hier unten haben wir dann nichts weiter. An dieser Seite haben wir dann einen Micro-USB-Anschluss. Darüber wird das Tablet aufgeladen. Ihr könnt aber auch Daten darüber transferieren. Da gibt es natürlich einen ganz normalen Audio-Port. Hier oben dann einen Power-Button und eine Lautstärke-Wippe. Und dann haben wir hier an der Seite nichts. Auf der Rückseite haben wir eine 8 Megapixel Kamera. Das ist auf jeden Fall relativ hochauflösend für diesen Preis. Aber ob das jetzt so die besten Bilder machen wird, das weiß ich nicht. Und dann haben wir hier eine Abdeckung, die kann man abnehmen. Das habe ich schon so ein bisschen vorbereitet. Und da haben wir dann eine Reihe an Kartenslots, nämlich für eine Micro-SD-Karte, aber auch für 2 SIM-Karten, die ihr hier dann reintun könnt. Also wie gesagt, hier ist 3G integriert und ihr könnt dann mobil ins Internet mit 2 separaten SIM-Karten. Ob man damit telefonieren kann, ist eine gute Frage und das schauen wir uns mal schnell an. Und tatsächlich, hier ist tatsächlich eine Telefon-App vorinstalliert. Ihr könntet, wenn ihr wollt, also mit dem 10 Zoll Tablet hier auch telefonieren und SMS verschicken. Natürlich bei 10 Zoll ist ein Headset ratsam, auch weil sonst jeder mithören kann, was ihr so von euch gebt über das Telefon. Gut, hier drauf läuft jetzt Android 7.0 Nougat. Ich möchte das mal ganz schnell in den Einstellungen überprüfen. Und da sehen wir Android 7.0 Nougat. Und wie ihr seht, ist die Oberfläche nicht allzu stark angepasst. Es ist eine Standard-Android-Oberfläche. Ein paar Anpassungen, die Archos bei allen Tablets vornimmt, wie auch bei dem Kodak Tablet 10 hier, ist aber dieses App-Menü, das verschwunden ist. Stattdessen swipet man hier so hoch und dann kommt man zur App-Übersicht. Das ist also ganz praktisch. Natürlich haben wir hier die Software-Buttons, die 3 typischen von Android. Aber wenn ihr eben zur App-Übersicht wollt, könnt ihr einfach so, da habe ich den Home-Button gedrückt, einfach so hochswipen und dann seht ihr die App-Übersicht. Es sind übrigens einige Apps vorinstalliert, die speziell für Fotografen sein sollen, in der Regel aber nicht von Fotografen genutzt werden, wie Cyberlinks Photo Director und ein paar andere Cyberlink-Apps. Photobox ist dabei, You Can Perfect, You Can Fun. Ob die Apps so nützlich sein werden, weiß ich nicht, vielleicht für den einen oder anderen ja. Und sonst haben wir interessanterweise Excel vorinstalliert. Und die Microsoft-Apps sind tatsächlich hier auch vorinstalliert. Natürlich die Google-Apps, aber ihr könnt uns ja auch jede App aus dem App Store, aus dem Play Store herunterladen. Ich kann auch einfach mal die Kamera hier ausprobieren. Man kann die Qualität der Kamera auch so messen, nicht einmal ganz so gut messen, aber ich kann es einfach mal versuchen. Wir machen einfach mal ein Bild hier und dann können wir das hier öffnen.
Na, wo kommen wir zur Galerie? Normalerweise müssten wir schon in der Galerie drin sein. Dann suche ich mal ganz schnell hier die Galerie-App. Da haben wir sie. Und dann mal schauen, hier haben wir das Bild. Das ist jetzt nur ein Bild von dem Pressematerial von Archos. Ah ja, also so gut sieht das ehrlich gesagt nicht aus. Es ist nicht allzu hell hier drin. Aber ja, ich glaube nicht, dass jemand das Kodak Tablet 10 hier als Kameratablet kaufen wird. Dafür ist es einfach mit 159 € zu günstig. Das ist eigentlich ja wirklich nur das Branding hier, das Kodak Branding. Sonst als spezielles Kameratablet, da gibt es auch deutlich bessere, zum Beispiel ein iPad Pro, aber das kostet auch deutlich mehr. Gut, das hier ist ein schnelles Hands-on mit dem Kodak Tablet 10. Wie ihr gehört habt, sind die Spezifikationen nicht die besten. Dafür ist es sehr günstig und hat für 159 € 3G mit integriert. Gut, ich bin Andrzej für tabletblog.de. Das hier ist das Kodak Tablet 10. Vielen Dank fürs Zusehen.